Hallo allerseits, heute gibt es wieder einen Kit-Review. Wie schon mal erwähnt, habe ich in letzter Zeit viele hübsche Sachen gekauft, die ich euch nach und nach mal vorstellen werde. Heute gibt es den Citroën 11 Chevaux von Tamiya in 1:35. Viele sagen, dass der Bausatz nur die aufskalierte Version von dem 1:48er Bausatz aus gleichen Hause wäre. Mein Eindruck ist ein bisschen anders. Ich denke, das ist schon eine neue Entwicklung, die natürlich auf dem 1:48er Modell basiert, aber es ist auf jeden Fall nicht komplett das gleiche. So, schauen wir mal rein. So, starten wir mal mit dem Bauplan. Der gliedert sich in zwei Teile. Einmal hier den großen Zettel mit dem Zusammenbau und der Bemalung und hier so ein kleiner Zettel. Hier geht es um die Schablonen für die Scheiben, um die abzudecken. Was sehr hilfreich ist, das ist hier die Originalgröße, die kann man hier ausschneiden aus dem Papier und dann die Scheiben abdecken. Sehr hilfreich. So, der Bauplan startet hier mit einer Geschichte zum Originalfahrzeug. Das finde ich immer sehr interessant. Dann hier die üblichen Sicherheitshinweise. Eine Farbtabelle bezieht sich ausschließlich auf Tamiya-Farben. Empfohlenes Werkzeug und hier ein paar Tipps zum Zusammenbau. Hier dann der erste Schritt. Wie ihr seht, man muss hier immer mehrere Varianten im Auge behalten, die man dann später hat bei der Bemalung. Also ist hier aber gut gekennzeichnet. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Und wenn man doch durcheinander kommt, ja, das sind so kleine Unterschiede. Damit kann man leben. Also hier alles Tamiya typisch, sehr einfach zu folgende Anweisungen. Ja, eine Fahrerfigur liegt auch bei, immer hübsch. Türen, zumindest die Vordertüren sind offen darstellbar. Da wäre es vielleicht schön, wenn die Hintertüren auch zu öffnen wären, aber ja, man kann nicht alles haben. Hier ein Bemalungshinweis, ein genereller. So, und hier die Versionen. Es gibt insgesamt 5 Versionen. Hier eine deutsche Beute-Variante. Hier eine Version aus der französischen Armee. Eine französische Zivilvariante. Das finde ich sehr hübsch. Nochmal eine Wehrmacht-Version und nochmal eine Zivilversion. Ja, sehr hübsch. Hier nochmal Tipps, wie man die Abziehbilder aufbringt. Gut, das wissen die meisten, aber man weiß ja nie, für Anfänger ist das schon hilfreich. Ja, also tolle Anleitung. So soll es doch sein. So, die Abziehbilder sind Tamiya typisch, sauber gedruckt, aber auch etwas dick. Mit ein bisschen Weichmacher sollte es aber kein Problem darstellen. Ja, ganz toll eben diese Zivilvarianten oder auch von der französischen Armee. Das ist was man nicht so oft sieht. Finde ich gut, dass Tamiya da diese Varianten beigelegt hat. Das sind die Bauteile, wie ihr seht, relativ wenig. Ein klarer Gießast, ein Beutelchen mit diesen Kappen für die Räder, damit die drehbar bleiben. Hier einmal die Karosserie, Chassis und ein großer Gießast mit allen übrigen Teilen. Ja, also wer hier an den Tamiya-Bausatz irgendeinen Flash entdeckt, da hat was an die Augen, also typisch, alles perfekt gegossen. Es sind auch keine Teile vom Gießast gebröckelt, also wie immer sehr durchdachte Bausätze, wie man es eben gewöhnt ist. Ja, die Reifen sind auch ganz hübsch. Vom Reifenprofil her, ich mag die Plastikreifen
lieber wie diese Gummireifen, die oft beiliegen. Ja, einfach weil die beständiger sind, weil Gummireifen bleiben oft auch irgendwie kleben, wenn man das Modell ja, ins Regal stellt und dann eine Weile nicht mehr bewegt, dann saugt sich das immer so fest. Das ist nicht so schön. Ja, so alles verzugsfrei, so wie ich das hier sehe. Ganz gut, wie das auch hier geschützt ist, diese Teile, damit die nicht abbrechen. Ja, tolle Sache. Ja, wie schon gesagt, das sind nur die Vordertüren zum Öffnen. Hintertüren könnte man bestimmt auch raussägen vielleicht. Aber ja, mir wäre es vielleicht lieber, wenn es von vornherein die Option bestünde. Ja, die Motorhaube ist leider nicht zum Öffnen. Aber es ist eigentlich kein Motor enthalten. Von dem her, ja, gibt es da nichts zu sehen. Außer gähnende Leere. Das ist vielleicht auch noch ein Manko. Aber ich denke, da gibt es auf dem Zurüstmarkt sicher einen Resin-Bausatz für den Motor. Ja, hier diese altbekannten Plastikringe. Die finde ich ganz praktisch, wenn man dann die Räder einfach nur aufstecken braucht, aber die halten dann auch. Das ist sehr gut. Und das bleibt auch drehbar. Sehr nützlich. Die Glassichtteile sind auch sauber und schlierenfrei gegossen. Nur dieser große Befestigungspunkt ist ein bisschen eigenartig, aber ja, muss ich mir mal genauer ansehen, wie das verbaut wird. Ja, leider sind die Scheiben etwas dick geraten, sollte eigentlich etwas feiner sein, aber ich denke, das ist schwer machbar in dem Maßstab. Ja, auf jeden Fall kein Flash und so weiter, also was will man mehr. Alles in allem ein sehr schöner Bausatz und wie ihr gesehen habt, auch eine recht einfache Aufteilung. Also der Zusammenbau sollte wirklich sehr einfach und problemlos vonstatten gehen. Allerdings wurde dieser einfache Zusammenbau auch erkauft, und zwar mit ein bisschen mangelnden Detaillevel, vor allem fehlender Motor. Hier die Achsen könnten innen vielleicht noch ein bisschen besser ausgeführt sein und der Innenraum ist auch relativ spartanisch dargestellt. Also ich würde mal sagen, für ein schnelles Modell zwischendurch wirklich hervorragend. Wenn jemand jetzt total vernarrt ist in Details, ist es vielleicht nicht optimal. Da muss man sich dann umschauen nach ein paar Zurüstsätzen eventuell. Der Bausatz an sich kostet ca. 25 € und ja, kann ich eigentlich jedem empfehlen, der zivile Fahrzeuge bauen will, aber auch militärische. Beide Varianten sind ja möglich mit diesem Bausatz. So, ich hoffe, euch hat es gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.